Wollt ihr wissen, was sich in dieser Kiste befindet? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute geht es um das Kameraequipment. Ich habe ja schon einmal bei einem Video erwähnt, dass ich die GoPros austauschen möchte und zu DJI wechseln will. Und das findet jetzt so langsam statt. Ich habe zweimal solch eine Kiste, aber ich dachte, ich mache nur eine mit euch zusammen, auch weil es dasselbe ist. Und ansonsten muss ich halt einfach sagen, ich bin immer unzufriedener mit GoPro und habe jetzt wirklich sehr viel Gutes von DJI gehört. Aus diesem Grund will ich das austauschen. Ich habe jetzt auch mir eine DJI, wie ihr im Titel sehen könnt, die Osmo 360 bestellt und außerdem noch eine Action Osmo 5. Sollte auch demnächst mal kommen. Einfach weil wirklich vor allem auch die Bildqualität und auch die diversen technischen Gadgets, die sie haben, ausgereifter oder um einiges besser sind als GoPro. Ich möchte jetzt GoPro auch nicht allzu schlecht reden, die machen auch ihren Job, aber der Batterieverschleiß, die Hitzeentwicklung und auch die diversen Aufnahmeprobleme, die ich halt jetzt in den letzten Jahren immer öfters gehabt habe, war mit der Zeit schon sehr nervig. Es ist halt schon so, ich gebrauche diese Cams sehr viel, auch über eine lange Zeitspanne. Also ich benutze ja die GoPros einen kompletten Tag, vielleicht mit irgendwie einer Stunde Pause, weil ich dann irgendwie die Mittagspause mache oder so bei einer Tour. Und ansonsten sind die wirklich an der Hitze und ziemlich viel oder ziemlich krass in Arbeit, am Schaffen. Und deswegen gab es wirklich unzählige Male solch ein Probleme und ich hatte einfach die Schnauze voll. Und anscheinend ist bei DJI nicht so heftig das Problem. Wir werden sehen. Kommen wir zur Sache und machen das Ding mal auf. So. Und gucken uns das mal an. So. Machen wir hier. Ja, wird ja schon präsentiert. Ich verstehe jetzt einfach nicht, wieso die nicht die beiden Sachen in eine Schachtel packen konnten. Idioten. Also Leute, wirklich, also der Verschleiß manchmal ist ja übel. Eine sehr edle Verpackung. Sieht schön aus. Natürlich habe ich die Adventure Combo genommen, weil es hier auch gleich 3 Batterien gibt. Der Selfie-Stick ist mir zwar egal, aber zumal auch das Aufladegerät für die Batterien, das ist sehr gut. Und ja, wir können hier mal sehen, halt eben eine 360 Grad Kamera mit so 1 Zoll Linsengröße. Man kann bis zu 8K aufnehmen, was halt für mich nicht so relevant ist. Aber was für mich relevant ist, sind die 10 Bits, damit man halt wirklich eine sehr schöne Qualität hat. Zum Beispiel ja mit 120 Megapixel ist auch krass, also für Fotos. Natürlich auch das Quick Release, die von DJI ist, auf die freue ich mich auch, wenn ich mal die Batterien austauschen will oder so oder wollte.
Dann musste ich zum Beispiel bei der GoPro, die ich an den Helm hatte, musste ich zuerst das GoPro auseinandernehmen, Batterie wechseln, wieder ranschrauben. Katastrophe, hier einfach schnell weg ran. Auch wenn ich irgendwie Pausen gemacht habe und irgendwie zum Beispiel in das Restaurant ging und das Motorrad nicht gerade irgendwie auf Sicht war, da musste ich alle Kameras auf dem Motorrad abschrauben und mitnehmen und so. Dann wird das hier ziemlich schnell. Genau, die Akkulaufzeit wäre natürlich auch sehr interessant. Und hier wird angegeben, dass man für eine 8K 30 FPS Aufnahme 100 Minuten aufnehmen kann. Bei 8K 100 Minuten, das sind schon viel, weil ich kann jetzt mit 4K komme ich auf diese knappen 100 Minuten. Also müssten ja bei 4K dann ja, weil das die Hälfte ist, das Doppelte sein, also ca. 200 Minuten. Wir sehen. Boost-Video, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Zeitraffer oder so. Und natürlich kann man auch die DJI Mikrofons ohne irgendwie einen Receiver oder so, kann man die anhängen, weil die Kameras einen eigenen Receiver haben. Das ist für mich ein bisschen ja, nicht so relevant, da ich ja auch das Dual-Vlogging mit aufnehmen möchte und das funktioniert dann halt nicht, wenn man halt die DJI Mics per Bluetooth dann ran macht. Das ist halt ein bisschen blöd. So, dann machen wir das Ding mal auf. Einmal so. Und dann kommt das Ding da weg. Einmal die Cam. Einmal das Zubehör. Und einmal der Selfie-Stick. Natürlich ein durchsichtiger. So, ist auch noch weg. Das ist noch ziemlich lang, ja? Ja, cool. Sieht auch schön edel aus, hier rutschfest, das ist cool, mit dem Logo, sieht auch gut aus. Sehr leicht, gefällt mir. Aber kann es halt nicht, was ich werde wahrscheinlich sehr selten benutzen. Und dann kommen wir mal zum Zubehör. Diverse Sticker und die Bedienungsanleitung. Haben wir nicht. Ja, weg. Und dann haben wir hier, was haben wir da? Aha, ja. Linsenabdeckung. Oh, Linsenabdeckung. Hier Batterieladegerät. Das ist noch recht schwer. Ah, hier sind auch die Batterien gleich. Okay, ich dachte, hier wären die wahrscheinlich. Ja, was die Batterien angeht, Leute, haben wir hier irgendwie, ich glaube, 1900 mAh. Natürlich Li-Ionen-Batterie. Wo steht hier die Kapazität? Ah ja, hier ganz klein, 1950. Also sind ziemlich starke Batterien. Das ist ganz cool. Alles magnetisch. USB-C natürlich. Und dann
Was ist denn das? Wahrscheinlich irgendwie ein Couch. Ja. Und da sind wahrscheinlich die ganzen Verkabelungen. Also eine kleine Tasche. Ja, ich mach schnell so auflegt damit. Und da sind bestimmt die ganzen Kabel. Ja. Oh, ist sogar USB-C auf USB-C. Gar nicht so geil. Weil ich natürlich fast keine Stecker habe. No. Eine hier. Okay. Ein schneller Verschluss. Sind halt schon geile Dinge. Können wir nachher mal kurz testen, wie das funktioniert. Hier was zum Putzen, was wir hier drin. Und natürlich Silikagranulat. Brauchen wir auch nicht. So. Das hier können wir wieder zumachen. Dann kommen wir mal zum Schmuckstück. Zack, zack. Und schwuppdiwupp. Hier ist nichts mehr drin. Wow. Sieht schon sehr edel aus. Sieht wirklich sehr schön aus. Mir gefällt auch so die Struktur, die hier oben ist. Also so, dass es nicht einfach glatt ist, sondern so eine raue Fläche hat. Sieht schön aus. Und dann aha, okay. Okay. Also das Batteriefach einmal darüber und dann runterziehen. Okay. Und was ist dann hier? Ah, okay. USB-C-Anschluss ist hier unten auch verdeckt. Gefällt mir sehr. Eine coole Idee. Und dann kann man das so, hä? Oh, wow. Leute. Upsala. So. Ich finde es ja auch gut, dass es so wie eine Absicherung gibt. Also man verlässt sich nicht einfach nur auf das Magnet, ja, sondern man kann es noch irgendwie klipsen hier, und das finde ich wirklich sehr gut. Was ist denn das? Ja, geil. Ja, ich werde natürlich noch das Display mit einer Display-Schutzfolie rauf machen, für alle Fälle. Und ja, einschalten und alles mache ich dann offline. Aber ja, das wäre das Ding. So, nun noch DJI, da ich ja auch mit der Drohne mega happy bin und wirklich sehr viel Gutes darüber gelesen und geguckt habe, werde ich mich ziemlich freuen auf die Cams. Und ja, natürlich werdet ihr das auch ziemlich schnell dann sehen, ob eine Änderung gegeben hat oder nicht. Ich hoffe, ihr werdet das auch bemerken und schreibt dann auch in die Kommentare, hey, geile Aufnahme.
Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Gebt auf euch acht, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Bums. Ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Güle güle.